Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Heute geht's weiter in der Freizeitparkreihe. Hast du das gewusst? Wir sind jetzt im Europapark in Rust, dem größten Freizeitpark in Deutschland. Heute geht es um die Dschungelfahrt, eine Floßfahrt im Themenbereich Abenteuerland. Hier fährt man auf Flößen auf einem See, durch ein afrikanisches Dorf auf dem See und zum Ende wird das Ganze ein Dark Ride, da geht es durch eine Höhle. Und das Ganze ist eingebettet in das Thema Afrika. Der Park beschreibt die Fahrt so: Bei einer aufregenden Expeditionstour per Floß erforschen Sie das fantastische Reich des afrikanischen Dschungelkönigs Salomon. Mit spannenden Eindrücken und wilden Begegnungen darf gerechnet werden, denn Krokodil und Co. kommen der Besatzung schon mal gefährlich nahe. Die Floßfahrt ist eine der ältesten Fahrten hier im Park. Die gab es nämlich schon bei der Parkeröffnung 1975. Interessant ist, dass auf der Park-Webseite steht, dass es die Fahrt erst seit 1978 gibt. Das hat einen ganz einfachen Grund. 1978 gab es ein neues Betriebssystem für die Fahrt. Auf diesem Bild von 1975 sieht man die 3 Attraktionen, die es am See in diesem Eröffnungsjahr gegeben hat. Im Hintergrund das Seerestaurant, rechts ein Floß der Floßfahrt und links, das ist ein Mississippi-Dampfer. Heute heißt er African Queen. 1975 fuhr der Schaufelraddampfer von Mack, schienengeführt, eine 400 Meter Runde auf dem See. Das Schiff hatte übrigens einen Dieselmotor. So, und während wir jetzt hier die Einstiegsstation sehen und dann eine Fahrt mitmachen, erzähle ich euch ein bisschen über die Dschungelfloßfahrt. 3 Jahre zuvor, 1972, Franz Mack und sein Sohn Roland reisen durch die USA. Sie sind dort wegen Geschäftsverhandlungen. Sie verkaufen Autos, Scooter und Kartbahnen. Und sie besuchen die Freizeitparks, zum Beispiel die Parks von Disney. Hier entsteht die Idee, einen eigenen Park zu eröffnen. Er soll als Ausstellungsfläche, sozusagen als Messegelände, für die in Waldkirch von Mack Rides hergestellten Produkte dienen. Das erste Gelände, das die Macks sich für den Park aussuchen, das liegt bei Breisach, etwas nördlich vom heutigen Standort. Auf dem Gelände gibt es einen kleinen See. Sein Name Europaweiher bzw. Europasee. Damit steht für die Macks auch der Name des neuen Parks fest, Europapark. Doch die Pläne scheitern, die Ministerien genehmigen den Park nicht. Letztendlich kaufen die Macks ein Gelände, das zum Schloss in Rust gehört. Hier planen sie dann einen künstlichen See, den heutigen Europasee. Der künstliche See hat eine Größe von 16.000 Quadratmeter. Dort war der ehemalige Golfplatz des Barons vom Schloss. Auf dem See fuhren dann neben dem Mississippi-Dampfer, der passt ja auch nicht nach Europa, eine Floßfahrt, allerdings ohne nähere Themenbezeichnung. Das heißt, sie hatte keinen Namen, sie hieß einfach Floßfahrt. Woher kommen eigentlich die Wasserfahrten in den Vergnügungsparks? Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es Kahnfahrten. Das war mehr was für Bessergestellte, für die obere Gesellschaft. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts entstanden Wasserfahrten auch für das Volk, und zwar zunächst in den USA. Dort entstanden in den größeren Städten Vergnügungsparks. Die Fahrt hieß Old Mill, Alte Mühle. Da fuhren Boote durch einen dunklen Tunnel. Der Name Alte Mühle, der kommt vom Mühlbach. Meist war es nämlich ein Mühlrad, das diesem künstlichen Bach Strömung verlieh. Ein anderer Name für die Fahrt war Tunnel of Love, Tunnel der Liebe. 2 Passagiere fuhren dabei durch die dunkle Passage. Man muss dabei dran denken, dass Ende des 19. Jahrhunderts selbst Händchenhalten in der Öffentlichkeit für Liebespaare verpönt war. Knutschen war absolutes Tabu. Also nutzten junge unverheiratete Paare diese Fahrt zum gemeinsamen Kennenlernen. 1895 gab es eine solche Fahrt Tunnel der Liebe auch im Vergnügungspark Coney Island. Familientauglich hat die Wasserfahrt dann Disney gemacht mit seiner Dschungelkreuzfahrt in den Disney-Parks. 1957 fuhr man da durch den Regenwald, unterwegs gab es bedrohliche Gorillas, tanzende Eingeborene und Siedler. Inspiriert war das Ganze übrigens von einem Kinofilm, African Queen, 1955 mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn. 1975, da gab es hier 15 Flöße, die waren von Mack hergestellt, die fuhren in Führungsschienen, hatten einen batteriebetriebenen Elektromotor und hingen am Führungsseil. Es gab 2 Sitzreihen, am Heck, da gab es ein Schaufelrad, so wie beim Mississippi-Dampfer, nur kleiner. Die Strecke, die ging von der Anlegestelle um eine kleine künstliche Insel bis zum Ende des Sees und wieder zurück. Der Ein- und Ausstieg, da gab es zunächst nur ein Zelt, danach waren es 4 gelbe Zeltdächer, die standen nebeneinander. Später erst kam das redgedeckte Dach dahin, was bis heute noch steht.
Die Schaufelräder, die waren sehr anfällig. Daher wurde 1978 das ganze Betriebssystem umgestellt. Die Floßfahrt wurde zu einem Towboat Ride. Die Flöße werden dabei von einem Drahtseil gezogen, einem Unterwasserkabel. Die Richtungswechsel, die werden über Umlenkrollen vorgenommen und die Station, die war dann eine Drehplattform, eine rotierende Scheibe. Nach dem Start mit dem Namen Floßfahrt auf dem Parkplan der ersten Jahre bekamen die Fahrten nun einen neuen Namen, finnische Floßfahrt. Finnland und Flöße. Der Transport von schwimmenden Baumstämmen, die zusammengebunden waren auf dem Wasser, hat in Deutschland eine lange Tradition. Das ging bis ins 20. Jahrhundert hinein. In Finnland hat die Flößerei bis heute sogar eine große Bedeutung, daher ist der Name nachvollziehbar. 1966, da wurde für den Holztransport sogar extra ein 7 Kilometer langer Kanal in Finnland gebaut. Das Betriebssystem Towboat Ride, die Floßfahrt von Mack, die wurde an Freizeitparks richtig gut verkauft. Vielerorts findet man dieses Betriebssystem, in einigen Parks sogar als richtige Floßfahrt. Seit 1978 gibt es die Floßfahrt im Heidepark. Hier geht es über den Totenkopfsee. Das sind Bilder von 78 und von heute. Seit 1987 gibt es im Nikloland in Frankreich die Afrika-Kreuzfahrt. Bis 2012 hieß sie Adventure Jungle, eine Fahrt durch die afrikanische Steppe. Seit 1989 gibt es im Walligator-Park in Frankreich diese Fahrt hier, Walliboot. Am Anfang war das eine Fahrt durch das Land der Schlümpfe, inzwischen geht es hier um ein kleines Krokodil. Seit 1994 fährt das System von Mack Rides auch hier in Frankreich. Das ist in Le Pal, das liegt in der Auvergne. Das ist eine Mischung aus Tierpark und Freizeitpark. Das sind jetzt Aufnahmen, die ich 2005 in der Auvergne gemacht habe. Für meinen Geschmack ist das übrigens ein sehr schöner und sehenswerter Park. Le Pal in der Auvergne in Frankreich. Und das kommt auch von Mack. Die Piratenbootfahrt im Legoland Billund in Dänemark. Diese Floßfahrt hier, die gibt es im Freizeitpark Plon. Die heißt Urzeitfloßfahrt und es geht seit 1997 hier vorbei an Dinosauriern. Und auch hier gibt es Mack seit 1998 im Ravensburger Spieleland die Captain Blaubeers Abenteuerfahrt. Während wir uns jetzt Bilder angucken, wie die Dschungelfloßfahrt von oben aussieht, zeige ich euch auch mal ein paar Bilder von 1977. Da wurde nämlich die geplante Grotte gebaut. Diese Grotte, das wurde eine Piratenhöhle. Eigentlich sollte die Grotte mitten im See liegen, man entschied sich dann aber für die Lage, wo sie heute noch ist. Und da drin waren Piratenszenen. 1978 baute man dann am Ufer die Elefanteninsel. Und hier haben wir nochmal einen sehr schönen Blick auf den See. Man sieht da hinten die Einstiegsstation für die Floßfahrt und das Seerestaurant da drüben links. Vor der Grotte wurde in der Folgezeit ein Pfahldorf errichtet, durch das das Boot in der Mitte hindurchfuhr, so wie das heute auch noch ist. Damals hinterließ dieses Dorf viele ratlos. Das lag wohl eher an der mittelalterlichen Musik, die dort zu hören war, denn das war eigentlich mehr so höfische Musik. Denn die Einwohner, die stellten eigentlich passend zu einer finnischen Floßfahrt ein Wikingerdorf dar. Als Beispiel zeige ich euch hier mal Bilder von der Siedlung Haithabu in Schleswig. Das war zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert ein bekannter Handelsplatz. Sieht doch ziemlich ähnlich aus, von der Kleidung her und auch vom Dorf her. 1999, da begann dann die Umthematisierung der finnischen Floßfahrt zur Dschungelfloßfahrt im Themenbereich Afrika. Die Colonial Food Station entsteht, dazu wird ein bisher namenloser Imbiss umgebaut. Daneben entsteht das Colonial House mit der Crocodile Bar. Ich denke, der Name bezieht sich weniger auf die Zeit als auf die Architektur, denn die Häuser sind im sogenannten Kolonialstil.
Das ist in der Architektur ein bekannter Baustil gebaut worden. Typisch sind exotische dunkle Hölzer anstelle von Stein. Und es werden sehr viele Anleihen bei der Antike gemacht, zum Beispiel die Säulen. Hauptsächlich kommt das alles aus England. Unterkünfte im Kolonialstil sind bis heute in Afrika sehr beliebt. Auch das Dorf wurde umthematisiert. Aus dem Wikingerdorf wird jetzt ein afrikanisches Dorf. Dargestellt ist eine Dorf- bzw. Marktszene im afrikanischen Dorf. Da gibt es Händler, die ihre Ware anbieten, andere kochen, Kinder spielen. Von der Kleidung her kann man nicht sagen, in welcher Zeit die Dorfszene spielt. Sie ist im Laufe der Jahrzehnte auch leicht verändert worden. Dazwischen sind auf den ersten Blick Touristen oder sind es Teilnehmer einer Expedition. Der Kleidung nach könnte das hinkommen. Jedenfalls sagten die Audio-Amatronics vor etlichen Jahren noch humorvolle Sätze mit sächsischem Dialekt. Obst und nochmal Obst. Und schon wieder Obst. Nee, oh Gott, nee. Das nächste Mal machst du doch wieder Urlaub in Bürgermeier. Das nächste Mal machst du doch wieder Urlaub in Bürgermeier. Oder vielleicht in Schwarzwald, da gibt's jedes Land. Die Darstellung des afrikanischen Marktes ist eigentlich gar nicht so realitätsfern. Solche Dörfer aus Pfahlbauten, die im Wasser stehen, die gibt es tatsächlich, an der Ostküste in Afrika zum Beispiel. Als Beispiel hier Bilder aus Lagos, das ist Makoko, das ist eine aus Pfahlbauten bestehende Gemeinde in Nigeria, ist allerdings ein Slum. Oder in Ganvi, das ist ein Pfahlbautendorf in Benin. Das hat immerhin 20.000 Einwohner und ist wahrscheinlich das größte auf einem See errichtete Dorf in Afrika. Hier lebt man von der Fischzucht und vom Tourismus. Ja, während wir jetzt weiterfahren, lasse ich parallel dazu unten rechts in verkleinerter Form mal Filmausschnitte von 2000, 2002 laufen. Man sieht so leicht die Veränderung der Bahn. Es ist auf jeden Fall mehr Dekoration dazu gekommen. Jetzt nähern wir uns langsam auch der ehemaligen Piratengrotte, das auch eine Piratenhöhle gewesen ist. Da hat sich jetzt die Außendeko etwas verändert. Das ist jetzt mehr eine afrikanische Hütte. Im Innern allerdings ist es weiterhin eine Höhle. Der Park, der kündigt das an als König Salomons Reich. Jetzt müssen wir mal versuchen herauszufinden, was will der Park uns damit eigentlich für eine Geschichte erzählen? Wo kommt die Idee her? Was ist die Inspiration zu dieser Höhle, die eigentlich eine Schatzkammer ist, angereichert mit Dschungelseen? Bei meiner Suche nach einem König Salomon in Afrika, da stoße ich auf einen Briten. Henry Rider Haggard. H. Rider Haggard, der wurde 1856 geboren und war ein britischer Abenteuerschriftsteller. Sein bekanntester Roman heißt König Salomons Schatzkammer, stammt aus dem Jahr 1885 und spielt in Afrika. Das war damals die Zeit der großen Abenteuerromane. Robert Louis Stevenson schrieb Die Schatzinsel, Herman Melville den Moby Dick und Karl May Old Firehand und Winnetou. Die waren natürlich alle in Sprache und Inhalt ihrer Zeit entsprechend. In Haggards König Salomons Schatzkammer spielt ein Abenteurer die Hauptrolle, den Namen kennt ihr vermutlich, Quatermain. Und den kennt ihr aus Kinofilmen. Zum Beispiel aus Quatermain und Der Schatz des Königs Salomon von 2004 mit Patrick Swayze. Für uns interessanter ist die Verfilmung von 85, Quatermain auf der Suche nach dem Schatz der Könige, mit Richard Chamberlain und Sharon Stone. Der nämlich sollte etwas vom Erfolg des Steven Spielberg-Films Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, mitbekommen.
Tat er nicht, denn der Film war nicht gut. Aber der Abenteuerfilm traf den Zeitgeist. Vor allem hielt man sich nicht an die Vorlage, sondern verlegte die Handlung in das Jahr 1913, damit deutsche Soldaten in den Film passten. Der Erfolg von Indiana Jones, immerhin gibt es seit 1995 im Disneyland Anaheim den Dark Ride Indiana Jones Adventure, kann einen Freizeitpark durchaus animieren, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Quatermain schien eine gute Alternative, zumal eigentlich der Roman ja gut ist. Verfilmt wurde das Buch bisher übrigens 13 Mal, die erste Verfilmung stammt von 1919. Haggard hatte übrigens eine ganze Menge Romane geschrieben, in denen Quatermain die Hauptrolle spielt. Doch wer ist König Salomon? Und da sind wir bei der Bibel. König Salomon war im 10. Jahrhundert vor Christus Herrscher im Königreich Israel. Der König trieb Handel. Es gab eine 3-jährige Seefahrt in das sogenannte Goldland Ophir. Die Forschung vermutet, dass die Schiffe Salomons an der afrikanischen Ostküste hinuntersegelten. Der Ort Ophir wird deshalb südlich des Sambesi im heutigen Simbabwe vermutet. Aus diesem Bibelkapitel bezieht Haggard den Stoff für seine Geschichte Der Schatz des Königs Salomon. Vorbild für seinen Helden Quatermain ist ein realer bekannter Großwildjäger und andere Abenteurer. Gut, und Quatermain selber taucht bei der ganzen Dschungelfloßfahrt nicht auf. Im Innern der Höhle, da sehen wir gleich eine Schatzkammer, die richtig nach einer Schatzkammer aussieht. Im Buch von Haggard, da sind das verlassene Minen, da gibt es Abenteuer zu bestehen und das sieht eigentlich nicht aus wie eine Schatzkammer. Das kann auf der einen Seite die Freiheit der Designer des Freizeitparks sein, so wie es beim Film auch die Freiheit der Regisseure ist. Es kann auf der anderen Seite sein, dass ich natürlich auch völlig falsch liege mit meiner Interpretation. Das ist zunächst mal hier ein Dschungelbereich, durch den wir fahren, wirkt ein bisschen unheimlich, aber dann kommen dann doch Leute, die hier zu den Einwohnern zählen und die sind natürlich bei Haggard nicht in den Höhlen drin. Ich weiß allerdings nicht, ob in den Nachfolgeromanen von Quatermain da vielleicht so eine Schatzhöhle tatsächlich eine Rolle spielt. Ich blende dazu jetzt mal ein paar Bilder ein, oben links von der Dschungelfahrt der Höhle hier von 2000-2002. Im Buch von Haggard hat Quatermain eine Schatzkarte, wo diese Mine drin verzeichnet ist und da drin findet er dann auch Diamanten. Bleibt die Frage nach der Zukunft der Dschungelfloßfahrt. Der Europapark hat 2017 ja bereits per Twitter Änderungen an der Dschungelfahrt angekündigt. Ich denke mal, der Brand von Piraten in Batavia, der ist da dazwischen gekommen. Für eine zukünftige Neuthematisierung könnte man die Webseite Adventure Club of Europe des Europaparks zu Rate ziehen. Da gibt es einige passende Themen. Hier ist einmal Loch Ness, passt allerdings die Floßfahrt nicht so ganz zu, aber dann gibt es noch die Riesenaffen des Kongo und da würde hervorragend der Rest der Thematisierung zupassen. So, das war's von der Dschungelfloßfahrt im Europapark. Ich hoffe, ich habe euch ein paar interessante Sachen erzählen können, die vielleicht auch für euch neu sind. Wenn ich bei meinen Interpretationen daneben gelegen habe, seht's mir bitte nach. In diesem Sinn, tschüss.